Halt! Rate mal, was ist das hier? Ist das Schinkenwurst? Ups, die Antwort steht auf dem Titel. Heute machen wir Eisbeinscheiben. Von Haxe zu Roller, von Roller zu Scheiben. Na, dann los! Wir haben ein Hintereisbein ausgesucht. Das Eisbein aufschneiden und ausbeinen. Das Fleisch von der Innenseite anschneiden. Das Endstück Fleisch ist zu viel für die Rollenform. Das schneiden wir dann ab. Eine Prise Salz, und 5 Gewürzpulver dazugeben. Das Reisbein zusammenrollen. Mit Küchengarn zubinden und in Form bringen. Die weißen Stiele der Lauchzwiebeln abschneiden. Ingwer in dicke Scheiben schneiden. 2 Sterne Anis, eine Zimtstange, 5 Gramm Zitronenpfeffer, 5 Gramm Kümmel und 3 Lorbeerblätter in den Gewürzbeutel füllen. $20 Gramm Braunzucker bereitstellen. Wir kochen das Eisbein in kaltem Wasser vor. Dabei wird das Fleisch gereinigt. Ein Topf mit heißem Wasser, ein Schuss Reiswein, 2 Schüsse dunkle Sojasauce, 2 Schüsse helle Sojasauce, Braunzucker dazugeben, Gewürzbeutel, Ingwer und Lauchzwiebel auch dazu, 2 Teelöffel Salz zum Schluss. Zuerst zum Kochen bringen, dann bei kleiner Hitze ca. 75 Minuten köcheln. Das Küchengarn entfernen. Das Eisbein kurz abkühlen lassen. Dann zweimal ganz fest in Frischhaltefolie anrollen. Die Rolle bleibt im Kühlschrank übernachten. Jetzt lässt sich die Eisbeinrolle wunderbar in Scheiben schneiden. Das Fleisch schmeckt ganz mild. Ich habe hier zusätzlich einen pikanten Dip gemacht, auf chinesische Art. Womit ihr das Fleisch genießen wolltet?
ist ganz eure Wahl. Wenn ich aber erraten darf, landen die Fleischscheiben bei einigen von euch auf dem Brötchen.